Hello everybody, hallo, ich bin wieder da. Heute machen wir Meatballs. Heute machen wir Fleischklößchen. Und zwar ist das nicht für ein Gericht, sondern für mindestens zwei. So in den nächsten Tagen habe ich vor, Kartoffelsuppe zu machen mit Fleischklößchen. Und ich möchte auch Koeningsberger Klopse machen und die brauchen natürlich auch Fleischklößchen. Und jetzt bereiten wir die Fleischklößchen vor und dann ist es viel einfacher in den nächsten paar Tagen die Gerichte zusammenzustellen. So in the next few days I'm planning on making potato soup with little tiny meatballs in it and also a dish called Koeningsberger Klopse, and that has bigger meatballs. So today we're just making the meatballs for that, and then when it's time to make the dish itself, it takes just minutes to do. So here we go. I have about 800 grams of minced meat in here, half pork and half beef. So ungefähr 800 Gramm Schabefleisch und gehacktes. Und dazu kommt jetzt ein Ei. Ein Ei genügt. Dann kommt etwas dazu, was vielleicht nicht alle kennen. Das hat Oma immer gemacht. Und zwar war das altes Brot, was auch immer da war, helles oder dunkles. Und das wurde in warmem Wasser wieder rekonstituiert. This is old bread, 2 big slices of white bread, or any bread you have, dark, sourdough, whatever. And this was really hard bread because I was drying it for breadcrumbs. Das Brot war sehr hart, denn ich habe es auf meinem Blech gehabt, um geriebene Semmel zu machen. So, und dann einfach ins warmes Wasser einweichen. Just soak it in a little bit of warm water for a few minutes and squeeze it out. And it makes all the difference in the world because it makes the meatballs not so dense. It makes them very light and fluffy. Now I don't know if that was the reason for my Oma doing it or if it was just to stretch the meat a little more and get more meatballs out of the amount of minced meat she had. Ich bin mir nicht sicher, ob das damit was zu tun hatte, dass die Fleischklößchen dann leichter werden und nicht so hart, oder ob das eine Idee war, dass man da mehr Fleischklößchen draus machen konnte mit weniger Fleisch. Now we have a medium onion and that we want to cut rather fine. Eine mittelgroße Zwiebel. Die Zwiebeln kommen jetzt hier rein. Und dann brauchen wir noch Semmelbrösel, also geriebene Semmel. The next item is breadcrumbs. And this is about half a cup, so a cup of breadcrumbs. And then we need salt, and we need quite a bit of salt because it's really not good. And I'm usually one that doesn't use a lot of salt, but in here you do need about a teaspoon and a half. Hier sollte man an und für sich recht liberal sein mit dem Salz, doch relativ viel, also ein Teelöffel, ein Teelöffel, 1,5 Teelöffel vielleicht. Denn es schmeckt wirklich nicht gut, wenn das Fleisch nicht gut gewürzt ist. Normalerweise nehme ich nicht gerne viel Salz, aber in dem Fall schon. So, und dann Pfeffer. So, meine Oma hat jetzt immer direkt mit den Händen rein und hat das schön verarbeitet. Mir ist es lieber, damals gab es auch solche Handschuhe nicht. Mir ist es heutzutage lieber mit sowas. My grandmother would go in with her hands and mix it. And these gloves were not available in those days. But for some reason, I'm a little more content with the gloves on when I mix raw meat vigorously like this. It's like a dough. It's very satisfying to squish around in the cold meat.
Es ist erstaunlicherweise ein gutes Gefühl, wenn man mit den Händen in dem kalten Fleisch rumknetet. Aber es ist wichtig, dass es gut verarbeitet wird. But it is important that you mix it really well. So, ich habe hier 800 Gramm drin. This is about 800 Gramm, like I said earlier. So, jetzt ist es gut genug verarbeitet. Und was ich jetzt mache ist, ich teile das 1/3 und 2/3. So, die 2/3 sind für die großen Klopse, die 1/3 sind für die kleinen Klopse. Und die kleinen Klopse sind ungefähr die Größe. Ja, so ungefähr. Wie eine große Kirsche, würde ich sagen. Und die für die Koenigsberger Klopse sind, die sind mehr wie eine schöne große Eierpflaume. Like maybe even a little bigger. Die für die Koenigsberger Klopse, die sind größer. The ones for the other meatball dish, the Koenigsberger Klopse, are the size of a nice big round plum or a small peach. So now I'm going to make all these meatballs, and in the meantime I have 2 pots of water going on the stove, and I'll see you in a few minutes. So all the meatballs have been formed, and here they are, the big ones and the small ones. And I have 2 pots of water here. This one is just under 1 liter, and this is just under 2 liters. Now the reason and I have to salt it. Nice, half a teaspoon and a teaspoon in here. So the reason why I have 2 is because of the size. They cook at different times. So the big meatballs take longer to cook. Now these are going to be Koenigsberger Klopse, and that recipe I will videotape as well. Diese sind die Klopse für die Koenigsberger Klopse, und da mache ich natürlich auch ein Video davon. Und dies sind die Klopse, die Klößchen für die Kartoffelsuppe, und da mache ich natürlich auch ein Video davon. So let's bring these to a boil, and once they start boiling, I'll turn the heat down to simmer, and then we'll simmer those for about half an hour and those for about 20 minutes. And once they're done, I'll show you what they look like and what to do with them. See you in a few minutes. So, as I thought it would, it took about a half an hour for the large meatballs and about 18 minutes for the small ones. Now, that is not exact because it depends on the density of the meat, how much bread you put in, and so you need to actually open one up to see. So this is just a guideline, not an accurate timing. So das hat eine halbe Stunde gedauert, das ungefähr 18 Minuten. Ist aber nicht 100%. Man kann sich nicht auf die Zeit verlassen. Man muss wirklich eines der Klößchen aufmachen, um zu sehen, ob sie vollkommen durchgekocht sind. Und das sind sie jetzt. So, das Einzige, was ich jetzt mache, dass ich die Klößchen sowie die Brühe aufbewahre. Und zwar lasse ich sie jetzt kühl werden, dann kommen sie in den Kühlschrank. Und morgen wird das Kartoffelsuppe, und das werden Koenigsberger Klopse. So, the only thing left to do is to store these, including the broth, in containers. Then they go into the fridge overnight. And tomorrow, this is going to be potato soup, and this is going to be what's called Koenigsberger Klopse, a meatball in sweet and sour sauce. So, this is how I store it. I like using jars. This is, for instance, a sauerkraut jar. But any container will do. I just really love the idea of reusing things. And glass containers are so fabulous to wash out. Why not? Ich benutze gerne Gläser, die zum Beispiel, das ist ein Sauerkrautglas.
Ich benutze die gerne, die sind einfach auszuwaschen, auch im Geschirrspülautomaten. Und ich bin nicht so ein großartiger Fan von Plastik heutzutage. So, also das wird jetzt alles schön ins Glas reinpassen. Und es sieht auch schön aus. I think it looks nice to have a jar like that. And then I have a bigger jar for my large meatballs. I could eat them just now, just like that. Don't they look good? Ich könnte die gerade jetzt so, wie sie sind, schon essen. Die sehen doch gut aus, oder? Huh? Ja. So. And I still have a little bit of broth in here. I may as well add it to here. It's the same mixture. Die übrig gebliebene Brühe von den kleinen Klößchen können auch hier mit rein. Das ist hier die gleiche Mixtur. So, sieht das nicht hübsch aus? Und morgen werden die dann weiterverarbeitet. Also, so kann man das mit Fleischklößchen ganz einfach machen. This is how easy it is to make meatballs. And just wait what we can do with it next. Und das wird auch sehr schön, wenn wir die weiterverarbeiten. Also, dann wünsche ich Ihnen einen guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!